Hallo und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir sind wieder hier vor dem Haus von Abernathy und wollen mal gucken. Wir müssen ja noch weiteres Geld eintreiben. Wir müssen auch noch gucken, was wir jetzt noch an Quests haben. Hier gibt es wieder irgendwelche Modifikationen, das haben wir bereits gelesen. Ich weiß, hat er schon gesagt, dass ich diese Sternchen, sowas triggert mich. Das haben wir auch gelesen. So, wir haben Aufträge. Und in Emerald Vale haben wir aktuell 2. Wir sind fremd in einem fremden Land. Ja, wir brauchen einen Energieregulator. Und wir sollen dort mit dem Anführer der Stadt sprechen. Das ignorieren wir einmal, weil das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen nämlich hier für Silas, den ansässigen Totengräber, die Grabgebühren eintreiben. So, und wenn wir das gemacht haben, wo müssen wir denn dafür hin? Hier ist noch Konrad Sadik, der gibt uns keine Grabgebühren. Und für die Stranger und noch irgendein anderer Dude, wir gehen jetzt mal hier und sprechen mit dem Barbier. Der muss uns die Grabgebühren geben, das ist wichtig. Gib uns die Grabgebühren! Ich muss mein Schiff reparieren. Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Hey, was ist denn los mit dir? Nein, so funktioniert es nicht. Mein Schiff ist kaputt und nicht mein Kopf. Wer ist eigentlich der Vicar? Vicar Maximilian. Our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Ja, super. Okay, aber du scheinst ihn ja nicht sonderlich zu mögen, oder? He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Okay. Gelegenheitskomplex, na super toll. Klingt nach einem richtig tollen Dude. Ich möchte mir gerne ein paar Fragen stellen. Go ahead. Also, ich habe Fragen. Und zwar, ja gut, das haben wir schon alles durchgeklickt. Dann haben wir keinerlei Info, wie wir hier an dem sein Geld rankommen können. Das müssten wir wahrscheinlich dann einmal mit Silas durchsprechen, mit dem Totengräber. Aber wir gehen jetzt mal hier rüber zu Phyllis Granger. Mal gucken, was Phyllis Granger zu sagen hat. Wer ist denn das hier? Esther Plain. I've got some time. Er hat wenig Zeit. Was tust du hier? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Okay, danke für die tolle Info und dann viel Spaß an der Personalabteilung. Wir gehen jetzt derweil zu... Ach, wir müssen jetzt... Ist das hier das Spacer's Choice? Da müssen wir rein. Na dann schauen wir mal. Da oben ist der. Hier oben wandert der rum. Keine Ahnung, wo wir hier sind. In irgendeinem Maschinenraum oder sowas. Da steht er ja, der Olle. Ach, das ist die Konservenfabrik, ne? Das hier ist die Konservenfabrik. Oh, guck mal, wie viele Spreads hier rumliegen. Ach, die werden hier geschreddert. Und die Spreads sind dann die Konserve. Alles klar. Die essen das also. Gut, Phyllis Granger. Mal gucken, was du zu uns erzählen hast. Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Oh, du bist eine Frau, okay. Du bist dann die Vorarbeiterin. Grabgebühren. Ich bin hier, um sie einzutreiben. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Kein Thema, wir sagen nix. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Zahlst die Grabgebühren deines Nachbars? If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Okay, das sind aber krasse Gesetze. Der Typ hat sich selbst erschossen. Was Woke ist up da one morning passiert? and put a round through his upper story. Can't imagine why.
The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Und das ist ja auch schon wieder so ein Typ, der sich selber erschossen hat. Wie der andere, den wir geheilt hatten. Vielleicht erinnert ihr euch, den haben wir direkt am Anfang getroffen. Der hat dasselbe erzählt, dass diese Waffen nicht zuverlässig sind und auch mal von alleine losgehen können. Was für eine furchtbare Not half as awful Aussage. as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Ja, genau, und was wollen sie machen, wenn du nicht zahlst? Die Leiche verhaften When oder one was? of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Hä? Wieso an den Konzern? Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. Aber das ist doch keine Ware. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Okay, dann wir lassen dich weiterarbeiten. Aber wir müssen vielleicht mal herausfinden, wieso die Leute hier wie Ware behandelt werden. Irgendwie taugt mir das nicht so. Andererseits könnte uns das auch egal sein, ne? Schließlich sind wir ist eigentlich nicht unser Problem. Eigentlich ist das nicht unser Problem. Hier ist nochmal ein Verkaufsautomat. Gibt wieder schöne Erfahrungspunkte. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und wir müssen zurück zu Silas. Der hat schließlich noch, dem müssen wir jetzt über die Grabgebühren Bescheid geben. Weil der eine Dude hier, der will nicht zahlen. Und, wo ist denn noch? Wir haben noch diesen Konrad, ne? Ne, der nicht Konrad. Warte, wie heißt denn der? Der hieß, Ludwig, genau. Nicht Warenladen. Da hinten, hier ist Ludwig. Das hier muss also dann der Landeplatz sein. Ne, dahinter ist der Landeplatz. Das heißt, wir müssen hier raus. Und gut, hoffentlich finden wir heraus, was mit diesem Konrad noch ist. Das sieht schon fancy aus. Alles klar, wo ist er denn, der Dude? Da steht er, Landeplatz von Edgewater entdeckt. Und das hier, du bist Ludwig Miller, oder? Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. Wieso brauchst du You ever Verstärkung? swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Ich bin nicht wegen dem da, weshalb du mir das sagst. Das ist mir eigentlich egal. Silas hat mich geschickt. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Wovon redest du da? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. Ach so, habe ich I'm nicht talking mitbekommen. about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Alter, ich habe keinen Plan, wovon Just du my redest. luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Irgendwas stimmt mit dem nicht, aber okay, gut. Sollen wir uns sagen, dass wir uns bereitstellen, wenn der Widerstand Söldner einstellt? Was ich I've been würde ich gathering machen. up a war chest over the years.
So tuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. So, richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren. Ja, dann machen wir das doch. Wir wollen das Maximalste ins Geld haben. I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Dankeschön. So, also, was sollen wir tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. Speer. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Okay, dann hat er ein paar Tipps. Vielleicht. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Okay, gut, wir müssen gegen Iron Man kämpfen anscheinend. Haben wir noch weitere Fragen? Was hast du gegen die Robotereinheiten? Was ist das Problem mit denen? Just stands there, just looking at you, scanning you with its murderous oculus. Das kann ich nicht behaupten, nee. Pray to the law that you never do. A mechanical never forgets the face of its enemy. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Ich will nichts sagen, aber der Typ ist ein bisschen paranoid oder sowas. So, wir gehen mal zurück zu Silas. Wir haben mit Ludwig gesprochen. Konrad gibt uns irgendwie kein Geld. Er hat da kein Interesse dran. Ja, jetzt müssen wir darauf hoffen, dass Silas uns das gibt, was wir brauchen. Können wir hier rein? Nee, leider nicht. Schade. Scheinen nur Dekohäuser zu sein oder sowas. Und da vorne ist Silas. Und hier geht's aber gehörig tief nach unten. Wir dürfen da nicht reinfallen. Hier geht's noch nach oben. Da können wir auf jeden Fall noch rein. Hier können wir, oh, was stehlen. So müsste uns ja jetzt keiner sehen, oder? Hier ist ja keine Sau. Da können wir denen auch die Bude leer räumen. Bude leer räumen ist immer gut. Ah, eine Truhe. Hallöchen. Guck mal, modifizierter Powerhelm. Und Modifikationen. Noch sehen wir niemanden. Ich weiß auch nicht, woran man erkennt, ob man jetzt gerade entdeckt werden würde. Das sollten wir bei Zeiten noch rausfinden. Den Spaten nehmen wir noch mit. Den können wir bestimmt noch zerlegen. So, hier haben wir alles ausgeräumt. Wir gehen jetzt zu Silas, wie gesagt. Da vorne steht da der gute Mann. Und mal gucken. So, Silas, hier bitteschön. Hier ist dein Geld. Digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Hier, wegen den Gebühren, die du wolltest. Any trouble? Es gibt Probleme. Konrad sagt, er hat keinen Bock, das zu Conrad's zahlen. barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Oh, super geil. Erpressung, ich bin dabei. That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Alles klar, danke dir. Ich sehe mich da mal um. Alles klar. Wir müssen jetzt Beweise finden, um Konrad zu erpressen. Oh, das wird ja immer besser hier. Sehr, sehr gut. Also auf zurück zu Konrad. Und dann starten wir die fancy Erpressung. So, hier ist er, der Barbershop. Und da ist sein Hinterzimmer. Hinterzimmer sagt aus, dass hier ist. Ich mache hier mal die Tür zu. Das ist Konrad. Hinterzimmer sagt, was ist denn hier? Brief von Phyllis. Phyllis kennen wir. Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer's Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren, also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienabstücke oder so.
Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die suspekt klingt. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwas finden. Der Auftrag hat sich ja schon aktualisiert. Hier ist eine Spacers Choice Wache, die können wir leer räumen. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Ja krass, hat er in seinem Barbershop einfach nur so eine Leichenhalle. Verrückt. So, What can I do for you? Konrad. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum vermeldest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? You know about Eugene? How? Ich kenne Eugene, ist mein Nachbar. Kann Gedanken lesen. You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letters sitting out in the open. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Ja, dann graben wir ihn halt aus. More than a few. Those teeth were his personal savings. Aha, und wo I ist das can't Geld? ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Ja, wir graben den doch notfalls aus. Rumme mit dem Dicker? Ich glaube, der ist nicht ganz so cool, dieser Wicker. Das wurde ja bereits gesagt. Na, ich glaube, wir nehmen das unsere. Das ist mir egal. Ich bin nur hier, um deine Schultern zu Here you treiben. are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Vielen lieben Dank. So, aber ich will noch mehr über Eugene wissen. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Okay, Wahnsinn. Aber wait, ja, stimmt, da muss die Stadt keine Strafe zahlen. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Ey, der Typ, der ist ein richtiger Sparfuchs, habe ich das Gefühl. Also der will echt das Maximum an Geld irgendwie einsparen. So, wir gehen zurück zu Silas, geben die Quest ab. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht kommen wir unserem Energieregulator ja ein bisschen näher. So, da vorne ist Silas. Da steht der gute Knecht. Unser Junior-Totengräber. Hallöchen. Something I can do for you? Klar, Mann. Wir haben deine Grabgebühren. Und wir müssen mal kurz über Eugene quatschen. What about him? Weil der ist nicht tot. Stopp. Ist Eugene jetzt ausgegraben worden oder liegt der hier noch rum? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone, spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Also wurde Eugene gestohlen. Okay, ich halte die Augen offen. Ich würde nämlich gerne die Zähne haben. Goldzähne, da schlägt unser Herz höher. So, Gebühren. Es gibt nicht Gebühren, sondern wir haben den Papierkram erledigt. Hier ist alles. Ja, kein Problem. Aber wir wollen mehr Geld. Oh, wir haben unseren Ruf erhöht bei Spacers Choice. Sehr cool. Aber ich habe da eher an eine harte Währung gedacht.
One good turn deserves another. Das sind viele Bitmodule. So, von Abernathy, das petzen wir natürlich auch. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Ja, deshalb hat er mich doch geschickt. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Hey. Okay, gut, dann fragen wir noch was anderes. Und zwar, in dieser Stadt muss einiges im Argen You could look at liegen. it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Ja, aber irgendwas... Machst du dir keine Every now Sorgen? and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Okay, krass. Ich dachte, dass da jetzt mega der Komplott aufkommt oder so, dass diese Stadt irgendwas verheimlicht. Aber bisher scheint das nicht der Fall zu sein. Mit wem kann ich... Da gehen wir mal zum Energieregulator zurück, den brauchen wir ja für unser Raumschiff. Definitely not the junior in humor, that's for sure. Ja, das ist mir schon klar. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Alles klar. Danke. Gibt's noch was, Ja. was wir besprechen wollen? Neuigkeiten von der Hope? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists who Ich got komme ja lost von in the der hate Hope, they're oder? never to be found Wir again. sind von der Hope gekommen. Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Wollen wir ihm das sagen? Und wir sagen sie ihm. All right, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good Er for what glaubt ails uns you. einfach nicht. Hä? Er glaubt uns nicht, das ist doch lächerlich. No, this is sounding like sedition. I'm not too keen on getting clapped in irons because you wouldn't stop running your mouth. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop. Or there's Okay. gonna be trouble. Es scheint wohl auch, es scheint tatsächlich Probleme zu machen. Wieso sollte das ein Problem Trouble's in werden? the asking. Or don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Okay, dann lass uns halt das Thema wechseln. Dann reden wir nicht über die Hope. Something I can do for you? Habt ihr Frage? Yeah? So, wie viele Leute gehen an die Former Plünderer people, verloren? yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Hast du ein Problem mit Plünderern? Können wir dir mehr Geld if you're rausholen? gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for Oh. marauders by the finger. Das ist gut. Irgendeine Idee, wo die Couldn't herkommen? tell you. No, I mean, I'm contractually prohibited from saying anything that might reflect poorly on Spacer's choice. Ah, avoid it. Shouldn't have said that either. Look, forget I said anything. Es klingt so, als ob die Plünderer von Spacer's Choice bezahlt werden würden. So, wie lange bist du denn Hang schon on, Bestatter? I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's Oh. been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Ja, aber die Can't get Grabgebühren anybody hast du ja to pay their schon. gravesite Jetzt fees. beschwer dich nicht über die Grabgebühren. So, alles klar, dankeschön, tschüss. Der erzählt uns hier irgendein... Ah, wir können auch ausweichen, sehe ich gerade. Interessant. Okay, gut, wir gehen weiter. Was haben wir denn jetzt eigentlich auf der Liste stehen? Hier sind nochmal Waffen. So, was steht auf der Liste? Aufträge. Nebenauftrag, Stirb-Roboter. Wir müssen uns um den Roboterspeer kümmern. Das können wir natürlich noch angehen. Gibt es irgendwie eine Karte, wo wir mal gucken können? Den ollen Roboterspeer, Stellreise, Versammlungszentrum, Landeplatz, Edgewater. Aktive Auftrag, inaktive Auftrag. Stirb-Roboter. Ach, der ist in Edgewater drin. Alles klar. Dann gehen wir zum Roboter. Und machen ihm mal die Hölle heiß. Also, aber wie dieser Roboter aussieht, Leute, das
seht ihr in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, macht aufmerksam auf euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao und bis dann.